Vor einiger Zeit habe ich den Elektroman 2 vorgestellt und am Ende des Videos sozusagen auf einen weiteren Elektroman hingewiesen. In der Ecke rechts oben ist ein Link zu dem Video angegeben. Unter dem Namen Kosmos Physikpraktikum Elektrotechnik wird ein Experimentierkasten auf den Markt gebracht. Er hat, soweit ich das überblicken kann, den gleichen Inhalt wie mein alter Elektroman. Also nenne ich ihn nun Elektroman 3 und diesen will ich hier nun vorstellen. Die Schachtel ist nun etwas größer geworden. 42 x 34 x 6 cm. Aber das Innere der Schachtel enthält die gleichen Bauteile wie beim Elektroman 2. Nur die Batterie fehlt. Alles andere ist wohl gleich, das habe ich nach einer kurzen Prüfung festgestellt. Das Handbuch hat einen Umschlag, der dem Deckel angeglichen ist und mit dem Inhalt der Auflage 39 aus dem Jahre 1976 versehen ist. Beim Durchblättern habe ich alle Experimente und Bilder, zum Beispiel aus der 25. Auflage 1962, auf den gleichen Seiten wiedergefunden. Nur das Experiment 120, Strom am Lichtnetz, wurde durch eine Erweiterung des Aufzugsbeispiels, faule und fleißige Lastenaufzüge, ersetzt. Das war wohl den strengen Sicherheitsvorschriften damals geschuldet. Leider war auch dieses neuere Exemplar schon sehr bespielt und es fehlten da doch einige Teile. Besonders die Schleiffedern, die ich beim Aufbau des Motors brauche, waren nicht dabei. Die musste ich mir aus meinen Restkästen zusammenklauben, was auch nicht so einfach war. Grundsätzliches über den Lernkasten Elektroman habe ich ja schon in meinen früheren Videos erzählt. Und so wäre es ja nun an der Zeit, direkt zu den Experimenten zu gehen. Da Aufbau und Arbeit mit dem 3T-Anker als etwas schwierig angesehen wird, ist das Ziel ein laufender Elektromotor mit einem 3T-Anker und eventuell dem Polwender. Dazu baue ich mir zuerst die Halterung für den Motor zusammen. Eine entsprechende Zeichnung gibt es im Versuch 107. Da meine Baukästen teilweise schon einen gewickelten 3T-Anker haben, werde ich einen dieser Anker dann zum Aufbau meines Motors benutzen. Die Schleiffedern habe ich mir ja schon zusammengesucht und baue daraus nach der Anleitung die Federn zusammen und hoffe dabei, diese nicht abzubrechen. Eine sehr genaue Anleitung, die man unbedingt lesen sollte, gibt es im Versuch 114. In Versuch 114 ist dann auch eine Zeichnung, nach der man den Motor aufbauen soll. Hält man sich an die Reihenfolge, sollte es keine Probleme geben. Nun ist der Motor zum ersten Versuch fertig und dazu nehme ich meinen 4,5 Volt Batteriehalter, der sehr gut in mein Retro-Hobby passt. Außerdem ist er kurzschlussfest und kindersicher, was ja auch mal nicht schlecht ist. Vorerst schließe ich die Spannungsquelle mit Krokodilklemmen an und mein Motor sollte laufen. Nun läuft der Flitzer nur in eine Richtung, die ich durch Wechsel des Plus- und Minuspols ändern kann. Achtung! Da das Auge nur ca. 20 Einzelbilder pro Sekunde verarbeiten kann, sieht es so aus, als würde der Motor rückwärts laufen.
Ganz beim Start kann man aber noch sehen, in welche Richtung er wirklich läuft. Nämlich in diesem Fall nach rechts, im Uhrzeigersinn. Das Umklemmen der Pole ist immer etwas umständlich und so bastel ich mir nach Versuch 117 einen Polwender. Dieser wird bei Tastendruck die Laufrichtung ändern. Aufgebaut wird er aus weiteren Bauteilen aus dem Baukasten und die Stromversorgung ist nun vollständig verschraubt. Und hier baue ich auch zum ersten Mal die Batterie in den Sockel ein. Ein ganz smartes Verfahren wird hier gezeigt. Nun ist der Motor bereit, seinen Tanz in verschiedene Richtungen auszuführen. Dazu brauche ich ihm nur mit der Taste die Richtung anzugeben. Leider hat sich die Elektrotechnik-Richtung mit dem Elektromann von Cosmos nicht so weiterentwickelt, wie zum Beispiel noch der Radiomann und seine Abkömmlinge. So wird die Elektromechanik in den modernen Kästen fast nicht abgedeckt. Aber dafür haben wir ja in Zukunft die Robotertechnik, bei der wohl einiges wieder aufgefrischt wird. Auf der Forumseite des Experimentierkastenboards gibt es eine interessante Information zur Fortführung der Elektrotechnikreihe von Norbert Krause. Und wer sich für die Geschichte der Experimentierkästen interessiert, sollte sich mal die beiden Bücher von Klaus Leder und Burkhard Kainka anschauen. Da wird ausführlich über die Entwicklung der Experimentierkästen und insbesondere über die Geschichte der Radio- und Elektronikkästen berichtet. Ich finde die Bücher etwas hochpreisig, habe sie mir aber trotzdem zugelegt und auch einige Informationen für meine Videoarbeiten gefunden. Für heute bedanke ich mich fürs Zuschauen und würde mich auch freuen, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind, wenn ich mal wieder was aus dem Regal ziehe. Danke und Salü aus dem Saarland.